Im Studio begrüße ich nun Anton Hofreiter, Grünen Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Hofreiter. Schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Guten Tag. Herr Hofreiter, 75 Jahre NATO. Eigentlich ein ganz wichtiges Datum, um das zu feiern. Dennoch dunkle Wolken über dem nordatlantischen Bündnisses. Also was erwarten Sie von diesem Gipfel? Dreht sich wirklich alles um Biden und nicht um den Ukraine-Krieg? Ich glaube, also was ich erwarten werde, ist, dass leider viele wichtige Entscheidungen nicht getroffen werden, wie zum Beispiel, dass die Ukraine eingeladen wird, NATO-Mitglied zu werden. Das bedeutet noch nicht, dass sie NATO-Mitglied sofort ist, aber so wie die Europäische Union begonnen hat mit den Beitrittsgesprächen, müsste man das jetzt auch mit der Ukraine beginnen. Natürlich kann sie erst Mitglied werden nach einem Waffenstillstand. Ich glaube, das wäre dringend notwendig. Ich glaube, man müsste auch deutlich stärker über die Südflanke der NATO sprechen. Ich fürchte bloß, alles wird nicht in dem Umfang passieren, sondern es wird vieles sich darum drehen, in welchem Zustand ist Biden, dann kommt Trump zurück und die notwendigen Beschlüsse werden nicht in ausreichendem Maße gefasst. Aber ist es nicht fatal, die aktuellen Entwicklungen? Jetzt haben wir auch einen Viktor Orban. Ungarn ist NATO-Mitglied und er reist als EU-Vorsitzender der Präsidentschaft, reist er durch die Welt und irgendwelche Friedensmissionen will er machen und brüskiert damit die westlichen Verbündeten. Ich glaube, das sollte man nicht überschätzen. Erstmal wäre es ja gut, wenn wirklich echte Friedensgespräche stattfinden würden. Orban geht es bloß nicht um Friedensgespräche, sondern nur um sich selbst. Man hat den Eindruck, wenn es ihm wirklich um Frieden ginge, hätte er das mit den europäischen Partnern abgesprochen. Aber wie gesagt, Orban sollte man nicht überschätzen. Mit denen sind wir bis jetzt immer fertig geworden. Er konnte am Ende manches verzögern, aber nichts verhindern. Aber was einfach entscheidend ist, dass die USA, dass Großbritannien, dass Frankreich, dass Deutschland entsprechend klar und deutlich sich positioniert und entsprechend klar und deutlich eine Eindämmungsstrategie Russlands fährt. Und all das sehen wir in dem Umfang nicht. Brauchen wir da aber nicht von Deutschland eine klarere Führungsrolle? Das wird ja auch vom Bündnis erwartet. Deutschland ist im Zentrum Europas, ist auch für die NATO die Dreh- und Angelscheibe von West nach Ost. Und der Kanzler hält sich immer noch ein bisschen zurück, genauso wie Ihre Parteifreundin, die Außenministerin Baerbock. Warum sagt Deutschland nicht, wir wollen mehr Führung übernehmen? Ich glaube, das wäre absolut notwendig. Nämlich, man darf eins nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die geografische Lage, sondern uns in Deutschland ist das oft nicht ausreichend bewusst. Aber wir sind die zweitmächtigste Demokratie der Welt. Wenn man sich die ökonomische Leistung anschaut, ist an erster Stelle die USA, an zweiter Stelle China. Ganz sicher keine Demokratie, sondern inzwischen eher eine Diktatur. Und an dritter Stelle ist Deutschland. Und diese Verantwortung müssen wir annehmen. Das wird in ganz Mittel- und Osteuropa, im Grunde in ganz Europa von uns erwartet. Uns ist aus guten Gründen das nicht so bewusst, aber diese guten Gründe, unsere schreckliche Geschichte, das, wie gesagt, darf man auf gar keinen Fall vergessen. Aber wir müssen endlich diese Führungsverantwortung annehmen. Und dazu muss man natürlich auch deutlich mehr investieren, sowohl auf europäischer Ebene als auch bei uns. Herr Hofreiter, lassen Sie uns mal kurz in den O-Ton, also das Statement des Kanzlers, reinhören, das er abgegeben hat vor seinem Abflug nach Washington. Natürlich geht es um die Zeitwende und das, was Herr Hofreiter eben angesprochen hat, die Verantwortung, die Deutschland hat, auch dieses 2%-Ziel einzuhalten, was Verteidigungsausgaben angeht. Die Bundeswehr hat jetzt zwei Quellen, um ihre finanziellen Herausforderungen zu bewältigen und mehr zu tun für Verteidigung und Sicherheit. Das ist unmittelbar der Haushaltsetat des Verteidigungsministeriums, der ansteigt, im Gegensatz zu vielen anderen Haushaltsetats. Er ist schon in den letzten Jahren angestiegen, er ist stabil geblieben und wir haben ihn jetzt noch einmal erhöht, auch mit einer klaren Aussage für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Und dazu muss man immer rechnen, dass wir das Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen haben mit 100 Milliarden Euro, wo jetzt auch die Aktivitäten des Verteidigungsministers und seines Ministeriums dazu beigetragen haben, dass wir jetzt diese Mittel auch umfangreich nutzen werden, sodass jedes Jahr zu den Mitteln, die direkt aus dem Bundeshaushalt kommen, für das Ressort noch die Mittel aus dem Sondervermögen dazukommen. Nach unseren gemeinsamen Berechnungen wird das etwa im Jahre 27 aufgebraucht sein und deshalb auch haben wir mit der Finanzplanung die klare Aussage verbunden, dass der Bundeswehrhaushalt dann 80 Milliarden Euro betragen wird. Und das ist dann ja auch die Aussage für die nächsten Jahre. Die Bundeswehr kann davon ausgehen, dass Deutschland seine NATO-Quote von 2% in den nächsten Jahren immer einhalten wird. Und deshalb kann sie auch in den ganzen 20er Jahren und in den beginnenden 30er Jahren Bestellungen wirksam werden lassen, die für die Sicherheit unseres Landes wichtig sind.
Herr Hofreiter, jetzt haben wir den Kanzler gehört. Das ist so ein typischer Scholz. Alles ist gut, aber ist tatsächlich genug Geld für die Bundeswehr da? Selbst SPD-Verteidigungsminister Pistorius, der poltert ja, dass er zu wenig Geld bekommt im neuen Etat. Also es ist leider nicht genug da, aber es ist insgesamt sowohl im Wehretat, allerdings muss man auch sagen, im Bereich BMZ, Außenministerium und auch im Innenministerium ist nicht genug Geld da. Manche diffamieren ja zum Beispiel wirtschaftliche Zusammenarbeit einfach, aber wenn das klug eingesetzt wird, ist das Geld, um unsere Verbündeten im globalen Süden sozusagen zu stärken oder neue zu gewinnen. Das Gleiche ist bei der inneren Sicherheit. Wir haben ein Riesenproblem, ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht. Russland greift uns bereits hybrid immer wieder an. Von Cyberattacken bis Sabotageakten. Auch da braucht man mehr Geld. Auch, wie gesagt, im Außenministerium und wie gesagt auch im Verteidigungsministerium. Es ist vollkommen klar, dass wir in ganz anderen Summen investieren müssen, weil wir halt in einem massiven systemischen Konflikt mit den Diktatoren dieser Welt sind. Russland, China und Iran. Und das wird man mit diesem niedrigen Ausmaß an Investitionen nicht bewältigen können. So bitter es ist, man wird es sich anders wünschen, aber es ist leider so. Und Angriffe gehen nicht weg, indem man sie ignoriert. Sie sind ja seit langem einer der schärfsten Kritiker, muss man sagen, von Kanzler Olaf Scholz, stellen immer wieder seine Politik in Frage. Aber auch Ihr Parteifreund Robert Habeck, der Vizekanzler, sagt, die Bundeswehr ist am Limit, da muss was kommen. Und er saß ja mit am Verhandlungstisch. Warum kommt da aber nichts? Warum stellt sich der Kanzler so stur? Ich glaube, weil man die Hoffnung verbindet, sozusagen, damit der Bevölkerung zu sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass die Bevölkerung spürt, dass es schlimm ist. Und ich glaube, dass da den Leuten mehr Ehrlichkeit zu präsentieren, dass die Leute damit gut umgehen können. Und des Weiteren ist halt unsere schwierige Verfassungslage mit der Schuldenbremse. Ich kann da einfach nur manchen in der Union, die sagen, dass du so eine Auseinandersetzung nicht bestehen kannst, ohne ein gewissen Ausmaß temporärer Verschuldung, den gebe ich da absolut recht. Und ich glaube, wir brauchen einen parteiübergreifenden Kompromiss und Konsens, dass wir die nächsten 5 bis 8 Jahre die Schuldenbremse aussetzen, um da deutlich, deutlich mehr zu investieren, um sozusagen unsere Demokratie und unsere Freiheit in Deutschland und in Europa verteidigen zu können. Na, da bin ich mal gespannt, was jetzt mit dem Etat 2025 passiert. Ein Entwurf liegt vor. Jetzt sind ja die Fraktionen dran. Auch die Grünen-Fraktion muss darüber entscheiden. Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Danke Ihnen für das Gespräch.